Mein Name ist Michael Nitzel. Ich bin seit 1983 an der Distel. War vorher am Theater oder an verschiedenen Theatern und bin immer noch aktiv. Also wenn ich da so zurückdenke, die Arbeitsverhältnisse haben sich im Prinzip nicht groß geändert. Die Eigentumsverhältnisse haben sich verändert, aber sonst Theater wird, glaube ich, auf der ganzen Welt ähnlich gemacht. Also man probiert vorher, man bekommt ein Stück, arbeitet dran rum und dann hat es Premiere. Wir haben das ja auch gemerkt, weil wir dann im Prinzip ganz oder relativ schnell nach der Wende dann auch Kollegen, die im Westen ausgebildet worden sind oder aus dem Westen kamen, mit denen haben wir zusammengespielt und so. Das war, ja, also wir haben nicht von unterschiedlichen Dingen gesprochen. Wir wussten, wie das Ganze funktioniert und wie man an die Arbeit drangeht. Ne? Ja, thematisch hat sich natürlich ganz Wesentliches verändert. Ne? Also zu DDR-Zeiten ging das ja eher darum, wollen wir sagen, dieses Kabaretts zu DDR-Zeiten, die wurden ja, glaube ich, oder weiß ich sicherlich auch, die wurden gegründet, um so eine Art Ventilfunktion zu haben. Also dass man so ein bisschen oberflächlich über Dinge sprechen konnte, die Leute geärgert haben. Aber es war nie so, dass man das System angegriffen hat. Das war die Verabredung. Und da wäre auch nichts gegangen. Aber das hat sich dann nach der Wende natürlich schlagartig geändert. Ne? Also da ging es nicht mehr um die fehlende Zahnbürste und natürlich, was auch immer wichtig war, der Klassenfeind musste immer bekämpft werden. Und da gab es dann immer eine Nummer drin, die in den Programmen, wo man dann sich damit auseinandergesetzt hat. Aber das war auch beim Publikum so, das war eben normal. Also das kam eben normal an und die waren auch meist sehr lustig und haben sich darüber gefreut, aber wie viele Leute so in der DDR dachten, das hat man ja dann doch später erfahren und man wusste es auch selber, nicht, wie man zu dem Ganzen stand. Wir waren ja auch, dieses Kabarett, wir waren auch die Leute, die gearbeitet haben, wir waren nicht gegen die DDR, wir waren bloß unglaublich sauer, wie man so eine Möglichkeit, Dinge zu verändern in der Welt, wie man die so verschenkt hat. Und von Jahr zu Jahr wurde man eigentlich trauriger darüber. Was dann letztlich darin mündete, dass mit einmal ganz andere Verhältnisse herrschen. Und dann haben wir eigentlich das gemacht, wofür ein Kabarett zuständig ist. Wir haben über die Probleme gesprochen, die eben dieser Vereinigungsprozess mit sich brachte. Das hat uns in der ersten Zeit, hat uns das so diesen Ruf eines Ossi-Kabaretts eingebracht, aber das war uns letztlich auch wurscht, weil das ist ja unser Publikum gewesen und nicht nur die, das ist eben das Lustige, weil Ossi-Kabarett hin oder her, aber wir hätten nicht überleben können, wenn nicht unglaublich viele Leute aus dem Westen gekommen wären und sich das angesehen hätten. Ne? Also das war, offensichtlich haben wir das da nicht besonders falsch gemacht.